Moin und herzlich willkommen zu meinem letzten Erklärvideo für den Raid Dunkle Stunden. Wie besiegt man den letzten Boss, Razorback? Dieses Video ist für diejenigen gedacht, die sich weitere Kenntnisse zu den Mechaniken im Raid aneignen möchten. Hier geht es nun um ein paar Details, was genau bei Razorback gemacht werden muss. Nachdem wir den vierten Raid-Schlüssel eingesammelt haben, geht es zum letzten Abschnitt im Raid. Wir erreichen ein weiteres Flugfeld und den letzten Boss, einen Raketentruck der Black Tusk, genannt Razorback. Schauen wir uns zunächst den Aufbau des Spielfeldes an. Razorback steht in der Mitte. Um den Truck herum befinden sich 4 Generatoren, die über Kabel mit Razorback verbunden sind. Die Generatoren sind mit Nummern versehen, die im Uhrzeigersinn angeordnet sind. Vorne links ist Generator 1, hinten links Generator 2, hinten rechts Generator 3 und vorne rechts Generator 4. Diese Positionen bei den Generatoren werden von den sogenannten Kreisläufern besetzt. Hinter den Generatoren, jeweils in den Ecken des Flugfeldes, stehen Raketenabschussstationen. Dies sind die weiteren 4 festen Positionen bei Razorback, die als Adz-Positionen bezeichnet werden. Adz 1 ist vorne links, Adz 2 hinten links, Adz 3 hinten rechts, und Adz 4 vorne rechts. Bei dieser Aufteilung gibt es also 4 Zweierteams, die in jeweils einer Ecke des Spielfeldes verschiedene Aufgaben übernehmen. Schauen wir uns nun die Bossmechanik und die Aufgaben der Kreisläufer an. Die 4 Generatoren, die mit Razorback verbunden sind, müssen zeitgleich aufgeladen werden. Dazu gibt es ein Kommando und alle Kreisläufer gehen in ihren zugeteilten Kreis hinein. Die Kreisläufer müssen dann die ganze Zeit im Kreis stehen bleiben. Wenn die Generatoren zu 100% aufgeladen sind, gehen 2 kleine Klappen am Korpus von Razorback auf, jeweils vorne und hinten. Die Öffnung ist mit einem Gitter verschlossen, das aufgeschossen werden muss. Sobald das Gitter weg ist, muss eine Sprenggranate in das Innere von Razorback geworfen werden. Nach der Granatenexplosion wechselt das Licht von Rot auf Grün, die Kreise verschwinden komplett und Razorback klappt vollständig auf. Nun werden kleine Schwachpunkte sichtbar, die ebenfalls aufgeschossen werden müssen. Je 2 vorne und hinten. Sobald die kleinen Schwachpunkte weg sind, werden 2 große Hauptschwachpunkte auf dem ausgeklappten Flügel sichtbar. Wenn wir nun auf diese großen Hauptschwachpunkte schießen, nimmt Razorback endlich Schaden. Aber wir können nur maximal 25% Damage pro Runde machen. Nachdem wir dieses Limit erreicht haben, klappt Razorback wieder zusammen und beschießt uns mit Mörsern. Danach beginnt die nächste Phase. Wir müssen wieder die Generatoren aufladen, Razorback aufklappen lassen, erst die kleinen Schwachpunkte wegschießen und danach wieder Damage auf den Hauptschwachpunkt machen. Diese Mechanik müssen wir so lange wiederholen, bis wir den kompletten Lebensbalken von Razorback aufgebraucht haben.
Die Aufgaben der Kreisläufer beschränken sich also darauf, die Kreise der Generatoren so schnell wie möglich aufzuladen, Razorback aufklappen zu lassen, die Schwachpunkte aufzuschießen und Schaden auf Razorback zu machen. Eine Spezialaufgabe hat jedoch der Kreisläufer, der in den meisten Raids, in denen ich mitgelaufen bin, auf Kreis 4 steht. Dieser spielt üblicherweise ein Fertigkeiten- bzw. Technikerbild, mit dem er die Drohnen, die Razorback beim Öffnen aussendet, durch einen Jammer zerstören kann. Was machen nun währenddessen die Ad-Clearer? Die 4 Spieler außerhalb der Generatorenkreise kümmern sich zunächst um die Ads. Sobald die Kreisläufer über die gestrichelte Linie in die Kreise treten, beginnt die Bossmechanik. Dann spawnen auf jeder Ad-Position 2 Ads, die gekillt werden müssen. Pro Ad-Position gibt es jeweils 2 Stellen, bei denen Gegner spawnen können. Auf der 1 beim Truck und beim Container rechts, auf der 2 ebenfalls bei einem Truck und bei den Kisten, auf der 3 aus dem Durchgang und bei der Tür, und auf der 4 ebenfalls aus einer Tür und beim Fenster, aus dem wir zu Anfang heruntergesprungen sind. Nachdem die Ads weg sind und noch Zeit in der Damage-Phase bei Razorback übrig bleibt, können sich die Ad-Clearer umdrehen und bei Razorback mithelfen. Hierbei ist es jedoch sehr wichtig, dass die Ansagen des Raidleiters beachtet werden, in welcher Phase auf welchen Schwachpunkt Schaden gemacht wird. Sobald Razorback wieder zusammenklappt, bekommen auch die Ad-Clearer 2 Mörsereinschläge ab. Also sofort loslaufen, wenn Razorback wieder immun ist. Danach beginnt die nächste Phase. Es spawnen wieder Ads und ab Phase 2 auch Chungas, die an die Raketenstation laufen und versuchen, die Station zu aktivieren und die Raketen abzuschießen. Wenn der Lebensbalken bei Razorback weniger als 50% beträgt, dann spawnen sogar 2 Chungas an 2 verschiedenen Stationen. Die Ad-Clearer müssen also ihre Position gut im Blick behalten und dürfen sich nicht allzu weit entfernen, weil nur eine kurze Zeit zur Verfügung steht, in der die Chungas gekillt werden können. Die Aufgaben der Ad-Clearer beschränken sich also vorrangig auf das Killen der Ads und die Chungas. Sobald dies erledigt ist, dürfen die 4 Mitspieler bei Razorback helfen. So viel zu der Bossmechanik und den Aufgaben der Ad-Clearer und Kreisläufer. Kommen wir nun noch zum wichtigsten Teil der Bossmechanik. Nachdem wir Razorback zerstört haben, müssen alle Zweierteams noch einmal gemeinsam an ihre jeweilige Raketenstation laufen. Denn sobald der Lebensbalken von Razorback weg ist, aktivieren sich nacheinander die Raketenstationen. Diese müssen dann noch endgültig zerstört werden. Wenn von einer Station Raketen abgeschossen werden, dann wiped das gesamte Team und wir müssen den Bosskampf von vorne anfangen. Also hinter der Raketenstation warten, bis der Monitor aufleuchtet. Dann sofort auf den Monitor bzw. das Pult schießen, bis es kaputt ist. Wenn alle Stationen zerstört sind, klappt auch der Flügel von Razorback herunter und wir haben den letzten Boss endgültig besiegt. Danach kannst du den 5. Raid-Schlüssel einsammeln, der sich in der ersten Loot-Säule bei Razorback befindet. Dann läufst du einfach über die Rampe ins Flugzeug und hast hoffentlich Glück genug, damit du auch das exotische Sturmgewehr Adlerträger bekommst. Für Razorback gibt es ein paar Tipps und Tricks sowohl für Kreisläufer als auch Ad-Clearer, die den Bosskampf hoffentlich auch für dich etwas einfacher machen. Tipp 1: Stürmerbild nutzen. Das simpelste und gleichzeitig effektivste Bild, wie ich finde, ist tatsächlich ein Stürmerset. Du kannst das Bild je nach Erfordernis anpassen und sowohl als Kreisläufer als auch bei den Ads einen Stürmer spielen.
Den Stürmer kannst du zwischendurch immer wieder bei Razorback aufladen und dich hochstacken. Erfahrene Kreisläufer benutzen ein sogenanntes Weakpoint One-Shot-Bild. Damit können die kleinen Schwachpunkte bei Razorback mit einem Schuss weggeschossen werden. Wenn du noch keine Ravenous für das Weakpoint-Bild hast, kannst du auch einfach ein Sturmgewehr verwenden. Wenn du kein Stürmer-Set hast, kommst du auf den Edge-Positionen aber auch mit einem klassischen Damage-Bild gut zurecht. Tipp 2: Nicht in die Kreise laufen. Wenn wir aus dem Gebäude springen und die ersten 4 Ads killen, die auf dem Flugfeld stehen, laufe nicht einfach so in die Kreise der Generatoren rein. Wie bereits erwähnt, stehen die Generatoren um Razorback herum und somit dicht beim Boss. Die Kreise der Generatoren sind durch eine feine gestrichelte Linie markiert. Sobald jemand über eine der Linien herüberläuft, beginnt hier nämlich die Bossmechanik. Solltest du einer der Kreisläufer sein, warte also auf das Kommando zum Eintreten in den Kreis. Außerdem müssen alle 4 Generatoren zeitgleich aufgeladen werden. Wenn der Kreis noch grün ist, musst du weiterhin im Kreis stehen bleiben. Du darfst den Kreis erst verlassen, wenn dieser wieder komplett verschwunden ist. Wenn du zu früh aus dem Kreis rausgehst, unterbrichst du die Mechanik zum Aufladen von Razorback und wir müssen wieder von vorne anfangen und die Kreise bei 0 aufladen. Tipp 3: Spezialisierungswaffe nutzen. Damit wir Razorback möglichst schnell öffnen können, verwenden die Kreisläufer 2 bestimmte Spezialisierungen, nämlich den Zerstörungsexperten und den Überlebensexperten. Mit den Pfeilen der Armbrust kann man das Gitter im Korpus von Razorback wegschießen. Und mit dem Granatwerfer kann man die normale Sprenggranate ersetzen. Damit du später auch genug Spezialmunition für deine Spezialisierungswaffe hast, solltest du idealerweise die Spezialisierung die ganze Zeit über im Raid nutzen. Falls keine Spezialmunition vorhanden ist, kann man entweder wipen, bevor man zu Razorback geht, oder man benutzt einfach das Stürmerbild zum Aufschießen des Gitters und wirft danach eine normale Sprenggranate in die Öffnung. Tipp 4: Fast Gens. Auch wenn es im ersten Moment paradox klingt, aber die ganze Mechanik von Razorback ist einfacher, wenn die Kreisläufer versuchen, so schnell wie möglich wieder in den Kreis zu gehen, sobald Razorback zugeklappt ist. Diese Strategie heißt englisch Fast Gens, die Abkürzung für Fast Generators. Das heißt, die Kreisläufer gehen direkt nach dem zweiten Mörsereinschlag von Razorback wieder in die Kreise. Dann spawnen wieder 2 Ads pro Ads-Position und später auch ein und dann 2 Chungas. Dies passt jedoch vom Timing her so gut, dass die Ad-Clearer genug Zeit haben, bei Razorback mitzuhelfen, sodass jede Damage-Phase vollständig abgeschlossen werden kann. Wenn man länger wartet und die Generatoren nicht so schnell wieder auflädt, dann verändern sich die Ad-Spawns. Das heißt, man bekommt zwischendurch rote Ads, die einzeln an den Spawn-Positionen auftauchen, oder es kommen zwischendurch auch Hunde dazu. Auch diese Variante der Slow Gens hat durchaus ihre Berechtigung, aber der Bosskampf dauert deutlich länger und die Ad-Positionen haben mehr zu tun. Wenn die Ad-Clearer etwas mehr Hilfe benötigen, die Ads zu killen, oder einer der Kreisläufer down gegangen ist, lohnt es sich aber, auf die langsame Variante zu wechseln. Dann können die Zweierteams gemeinsam die Ads und den Chunga killen und sich dann wieder auf die nächste Generatorenphase einstellen. Tipp 5: Damage nur auf einer Seite. Auch wenn man theoretisch auf beide Hauptschwachpunkte gleichzeitig Schaden machen kann, sollte jedoch immer nur auf einer Seite auf den Hauptschwachpunkt geschossen werden. Denn wenn man beidseitig Schaden macht, kann es dazu führen, dass in den folgenden Damage-Phasen nur noch ein Bruchteil des Schadens gemacht werden kann, der theoretisch möglich ist.
Das führt dazu, dass man wieder viel mehr Damage-Phasen benötigt und der Kampf länger dauert. Das heißt also, dass der Raid-Leiter üblicherweise eine Abfolge nennt, in der Damage gemacht wird. Zum Beispiel erst hinten, dann wieder vorne, wieder hinten und zum Schluss wieder vorne. Diese Sequenz kann natürlich beliebig verändert werden, je nachdem, auf welchen Positionen die Spieler stehen, die den meisten Schaden machen können. Da auf dem Kreis 4 ein Damage-Dealer fehlt, empfiehlt es sich, zunächst hinten Schaden zu machen, also auf der Seite, die dem Flugzeug zugewandt ist. So können die Spieler vorne, also dort, wo wir aus dem Fenster gesprungen sind, die kleinen Schwachpunkte vorbereiten. Vorbereiten bedeutet in diesem Fall, dass nur einer der beiden kleinen Schwachpunkte zerstört wird und bei dem anderen Schwachpunkt ein kleines bisschen Leben übrig gelassen wird. Dann können die vorderen Spieler in der zweiten Damage-Phase mit wenigen Schüssen den kleinen Schwachpunkt zerstören und sofort Damage auf den Hauptschwachpunkt machen. In dieser Zeit können dann die hinteren Spieler die beiden kleinen hinteren Schwachpunkte vorbereiten. In der dritten Damage-Phase wird der Hauptschwachpunkt hinten komplett zerstört und vorne werden die beiden kleinen Schwachpunkte wieder vorbereitet. Übrigens ist es kein Weltuntergang, wenn während dieser Abfolge aus Versehen der Hauptschwachpunkt freigelegt wird. In diesem Fall ist es nur wichtig, keinen Schaden auf den Hauptschwachpunkt zu machen, wenn deine Seite noch nicht an der Reihe ist, Damage zu machen. Das war nun das letzte Video aus meiner Erklärreihe für die normalen Strategien im Raid Dunkle Stunden. Ich hoffe, dass du ein bisschen was dazugelernt hast und vor allem viel Spaß im Raid hast und haben wirst. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Wir sehen uns bald wieder mit den Erklärvideos für das verlorene Paradies. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.